Willkommen zu meiner ayurvedischen Küche. Heute präsentiere ich euch ein pinkfarbenes Gericht voller Lebensfreude. Der Hauptdarsteller ist rote Beete. Und in der ayurvedischen Küche kochen wir natürlich alles frisch. Und was wir dafür benötigen, das zeige ich euch jetzt. Wir benötigen also heute für unser Gericht 2 rote Beeteknollen, 150 Gramm Frischkäse, 180 Gramm Schafskäse und eine Limette. Für einen weiteren Farbklecks in unserem Gericht sorgt ein Esslöffel voll Pistazienkerne. Dann benötigen wir noch einen Teelöffel voll Steinsalz und einen Teelöffel voll frischem Pfeffer. Heute gesellt sich dann auch noch eine Knoblauchzehe hinzu und ein Esslöffel Olivenöl. Und wie ihr vielleicht erkennen könnt, dampft es noch über dieser roten Beete. Wenn ihr die ganzen Knollen in Wasser kocht, dann benötigt ihr dafür mit Sicherheit ungefähr 45 Minuten. Es lohnt sich aber, denn nicht nur, weil dann die rote Beete natürlich richtig frisch ist, sondern auch, weil die frische rote Beete einen unglaublich herrlich erdigen und süßen Geschmack hat. Und den wollen wir natürlich auch erhalten. Als allererstes kümmere ich mich um meine gekochte rote Beete und der Vorteil ist, man kann die tatsächlich mit den Fingern einfach abschälen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um unseren seltenen Zaungast, den Knoblauch. Den Knoblauch dünste ich jetzt in Olivenöl nur ganz kurz an. Also er darf schon eine leichte braune Färbung annehmen, aber er soll natürlich jetzt nicht komplett durchgebraten werden. Und genau so wie er jetzt aussieht, gefällt er mir auch. Wichtig dabei ist einfach, und das merkt ihr auch, wenn ihr den Knoblauch mit dem Kochlöffel berührt, dass der Knoblauch einfach weich ist und vor allem darf er innen nicht mehr roh sein. Den Knoblauch geselle ich jetzt zu den anderen Zutaten. Der möchte nicht, möchte an der Zange bleiben. Und ja, so verfahre ich natürlich auch mit den anderen Knoblauchzehen. Und jetzt geht's weiter. Diese herrlich duftenden Lebensmittel, die werden jetzt gemeinsam in einen Hochleistungsmixer wandern, wo sie sich dann zu einer wundervollen Soße transformieren. Und diese Soße ist wirklich ein, ja, wie soll man sagen, Allzweckmittel. Man kann sie über Kartoffeln essen, man kann sie über Amaranth oder über Couscous genießen oder aber auch, wer es natürlich verträgt, auch über Nudeln. Es ist eine wundervolle pinke Soße. Und jetzt schaut euch bitte mal diese vor so Lebensfreude strotzende Soße an. Da möchte man doch direkt hineinspringen. Aber ja, jetzt geht es erstmal weiter. Jetzt kommen wir zu unseren Pistazienkernen. Die werden wir jetzt einfach so in grobe Stücke zerhacken und sie dann ebenso in der Pfanne noch mal kurz anrösten. Normalerweise röste ich Nüsse natürlich ohne Fett in der Pfanne an, aber in diesem Fall habe ich ja vorher den Knoblauch hierin gebraten und somit verbinden sich die beiden wunderbaren Aromen und das Ganze erhält dadurch natürlich auch mehr Geschmackstiefe. Meine Pistazienkerne sind fertig und die gebe ich jetzt hier auf ein Küchenkrepp. Wie ihr seht, habe ich meine rote Beetesoße schon umgefüllt. Und der eine oder andere Spitzfindige unter euch wird sich gefragt haben, warum hat sie denn eigentlich nicht die Gewürze vor dem Vermengen hinzugefügt? Das liegt daran, dass die Käsesorten natürlich sehr unterschiedlich in ihrem Salzgehalt sind. Hier in meinem Fall stelle ich beispielsweise fest, dass mir das als Salz völlig ausreicht. Deswegen gibt es bei mir jetzt nur noch eine kleine Prise Pfeffer und für die Säure noch etwas Limettensaft. Ich vermenge jetzt nochmal alles und dann wird schon angerichtet. Sieht das nicht wunderbar aus? Also ich muss sagen, ich glaube, es ist eines der wenigen Gerichte, bei denen ich wirklich sprichwörtlich sage, hier ist das Auge mit. Okay, also auf jeden Fall geht es jetzt an den Geschmackstest.
Köstlich. Das Faszinierende hier bei diesem Gericht ist wirklich diese Geschmacksexplosion. Es ist einfach nur durch und durch gelungen und ich werde es mir jetzt nochmal schmecken und hoffe natürlich inständig, dass ihr dieses Gericht wirklich nachkocht. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Mangal.